Moin liebe Steineschmeißer, wir wollen euch heute ein kurzes Anwendungsvideo zeigen, wie ihr mit dem Loop Body und dem Slipgummi ganz einfach eine werfbare Drop-Off-Montage hinbekommt, zum Beispiel fürs Angeln mit dem Safety Clip oder für einen Shot Rig. Ich habe jetzt hier einen Shot Rig, ganz einfach aufgebaut aus Fluorocarbon, ein Stopper, eine Perle, der Wirbel mit dem Pop-Up, der Loop Body und der Slipgummi. Wie wir das jetzt werfbar machen, zeige ich euch nochmal in einer Nahaufnahme. So sieht das Ganze jetzt aus. Zuerst hänge ich mir den Loop aus dem Clip aus. Den habe ich hier am Ende vom Shot Rig nur mit einem Grinnerknoten angeknotet. Dann nehme ich mir mein PVA-Band. Am Ende vom PVA-Band verdrehe ich es. So, halt das mit den Fingern fest. Beim Slip habt ihr auf der einen Seite eine etwas längere Gummilasche. Die nutze ich, um an dem Gummi zu ziehen, damit das PVA richtig in die Nut vom Loop einrutscht. Also ich gehe von der Seite ran, etwas Zug und ziehe jetzt hier den Gummi lang. Dann rutscht das PVA in die Nut vom Loop. Jetzt kann ich mir das hier etwas längen und einfach nur hier oben rumwickeln. Indem ich es ein bisschen straff ziehe, dann stretcht sich das PVA ein bisschen. So, und jetzt können wir auch schon anfangen, hier als Kreuzwicklung zum Gummi sozusagen mit dem PVA-Band uns den Stein festzuspannen. Dazu einmal links am Loop Body vorbei und einmal rechts. Kann auch mit ein bisschen Spannung ruhig passieren. Je nach Gewässertiefe müsst ihr das jetzt öfters machen, damit der Stein beim Landen nicht schon rausfällt, wenn ihr werft. So, wenn ihr das jetzt oft genug getan habt, fangt ihr einfach an, wieder hier oben um die Nut zu wickeln, 2-3 Mal, und könnt dann nach oben gehen auf den Wirbel, wieder ein bisschen dran ziehen, damit sich das PVA lenkt und einfach abreißen. Jetzt ist das Ganze schon fertig. Ich drösel das hier noch ein bisschen auf, aber für den Wurf hält das auf jeden Fall fest. Das könnt ihr jetzt nochmal kontrollieren, dass sich der Loop Body nicht mehr vom Stein abheben lässt. Somit ist er fest genug und ihr könnt damit voll durchziehen und den Stein werfen. Dann hängen wir uns das Ganze wieder ein. Heli Sleeve drüber. Und fertig ist die Montage zum Auswerfen. Wir haben jetzt die Location gewechselt, wir sind ins Wasser gegangen. Wir haben hier unseren eingewrappten Stein und jetzt möchten wir euch mal zeigen, wie weit man mit einem rund 100 Gramm schweren Stein am Shot Rig mit einer Drop-Off-Montage werfen kann. So, Stein liegt. Ich denke, das waren gute 80 Meter, 90 Meter. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Das war ein kleiner Trick von uns an euch, wie ihr den Loop noch flexibler einsetzen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es für euch anwenden und es wird euch ein paar Fische bringen.